In diesem Video nehmen wir jetzt unsere Mockups, um Vorschaubilder für Etsy und Co. zu erstellen. Es ist ja so eine Sache, ne? Schöne Produkte ist natürlich das A und O, klar, keine Frage. Aber wenn sich die Produkte keiner anguckt, weil du keine schönen Vorschaubilder hast, ja, dann bringt dir das auch alles nichts, ne? Deswegen werden wir jetzt einmal gemeinsam am Rechner Vorschaubilder für Etsy erstellen und ja, natürlich nicht nur für Etsy, ne? Also ich nehme jetzt die Größe für Etsy, aber wenn du beschließt, dass du auch woanders verkaufen möchtest, dann musst du dir halt anschauen, wie da die Größe ist und das Mockup noch einmal nutzen, um dir die Vorschau zu erstellen. Der Punkt ist, speicher bitte, was auch immer du machst, die Vorschau immer als PSD ab, auch als PSD ab. Nämlich dann kannst du hinterher ganz einfach reagieren und das Ganze auf ein neues Mockup ziehen. Weil ansonsten, ja, dann wird es schwierig, ne? Wenn du das nicht als PSD hast, wie bekommt man dann eine 2000er auf eine 1678er Größe? Gut, das kann man auch verkleinern, aber die Höhe ist dann anders, dann muss man es wieder... Also es ist katastrophal. Bitte speichert dir das Ganze als PSD ab. Jetzt gehen wir einmal in den Rechner und ich zeige dir, was ich da gemacht habe. Ich bin jetzt bei Creative Market und dann habe ich hier einfach mal eingegeben iPad Mockup und dann sind hier so richtig schöne Mockups gekommen und zwar ja hier entweder nur fürs iPad oder eben auch fürs iPhone und für den Computer. Meine Idee wäre, kauf alle. Also das ist eine gute Idee, alle drei verschiedenen Mockups zu haben, dann kannst du nämlich frei entscheiden und vor allen Dingen auch dein Produkt dementsprechend erstellen. Also ich habe mich jetzt hier für dieses Produkt entschieden, Digital Devices Mockup. Ich verlinke das hier auch in der Infobox. Das sieht so aus. Warum ich mich dafür entschieden habe, zum einen gibt es hier offensichtlich Updates, ne? Hier sind nämlich schon verschiedene drin. Das heißt, wenn es ein neues Gerät gibt, gibt es auch ein neues Update für meine Mockups. Das ist schon mal sehr viel wert. Und zum anderen gibt es das Ganze hier als PSD-Files und das hat Smart Objects. Smart Objects sind wichtig und du wirst auch gleich sehen, warum. Deswegen finde ich dieses Produkt schon ziemlich gut. Ja, ich habe das in Photoshop mal geöffnet. Ich habe jetzt dieses Produkt nicht. Ich habe mir das jetzt hier hingelegt. Wenn ich jetzt die ganzen Vorschaubilder mache, werde ich mir das zulegen. Das kann ich immer wieder benutzen. Ne? Das ist also eine einmalige Investition in diesen Bereich meines Geschäfts. Ja, ich kann unzählige Wallpaper erstellen für verschiedene Geräte und habe dann immer mein Mockup. Es sieht auch nicht anders aus und ich muss auch keine anderen haben. Das ist das Gute daran. Und ich habe die mal hier geöffnet. Ja, also das ist ein Mockup, was ich noch hatte, nur für das iPhone. Und ich hatte im Prinzip ein iPhone, ja, ich mache das mal hier. Hier ist das Innenleben und hier ist das Außen, der Schatten und natürlich auch noch der Rahmen, der ist hier auch irgendwo. Hier stelle ich den mal aus, damit du das sehen kannst. Ja, das ist alles, ne? Und wenn ich jetzt im Prinzip mir ein neues Vorschaubild erstellen will, kann ich die nochmal anders anordnen. Also ich hatte dieses iPhone Mockup, hatte ich mir mal irgendwann zugelegt und dann habe ich das einfach auf ein Bild gemacht und 3 nebeneinander gestellt. Hier habe ich 4 hingemacht, ja, und die verschieden angeordnet, so dass man noch alle sehen kann. Und dann habe ich mir auch noch eins gemacht hier mit 2, weil ja, mein Mockup, meine Serie oder mein Set hatte 7 verschiedene Mockups. Also konnte ich nur 3, 2, 2 gibt 7. Ich hätte natürlich auch 5 und 2 machen können. Also es bleibt natürlich dir überlassen. Ne? Nur damit du weißt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt hier einmal das Wallpaper geöffnet, was wir gemacht hatten. Ich merge das jetzt mal, also alles auf eine Ebene reduzieren. Rechte Maustaste und dann sichtbar auf eine Ebene reduzieren. Lösche das oben. Es geht jetzt nicht darum, das abzuspeichern. Bitte nicht abspeichern, dann würdest du nämlich deine PSD-Datei zerstören und das wollen wir natürlich nicht. Wenn ich jetzt aber hier meine Bilder ändern möchte,
dann klicke ich einfach da drauf. Und du siehst schon, was hier ist. Hier ist nämlich zum einen eine Maske und zum anderen hat dieses Bild hier unten rechts so kleine Vierecke. Wenn ich da draufklicke, wird nur dieses Bild geöffnet, ja, was ich hier erstellt habe. Ich habe das einfach auf mein Handy gemacht und habe einen Screenshot gemacht, so dass ich hier die Uhrzeit drauf habe und das Datum, wie auch immer. Habe ich jetzt natürlich hier nicht, ist auch gar nicht wild, ne, braucht man nicht unbedingt, um dir das zu zeigen. Also wenn du das machen möchtest, nimm dein Telefon, platziere dein Wallpaper einmal als Hintergrundbild, mach ein Screenshot, schick dir das Bild auf deinen Computer und dann hast du einfach das Bild und kannst es jetzt nutzen, um dein Mockup zu erstellen. Ich drücke jetzt auf die Umschalttaste und ziehe das einfach hier auf mein Bild und du siehst schon, das passt perfekt, ja, da brauche ich nichts mehr zu ändern. Wenn ich das jetzt hier zumache, dann fragt er mich speichern und ja, natürlich möchte ich speichern und das war es auch schon. Schon ist es jetzt hier in meiner Vorschau drin. Du siehst hier, es sieht natürlich authentischer aus, wenn jetzt hier die Uhrzeit drin steht und das Datum als so, das ist ein bisschen nackig, ne? Aber vom Prinzip her, so funktioniert das Ganze. So kannst du dir ganz einfach deine eigenen Vorschaubilder erstellen und du musst zugeben, ja, die sehen doch richtig gut aus, ne? Wenn dir das Wallpaper gefällt, ich verlinke das hier in der Infobox, dann kannst du es natürlich auch bekommen. Und wenn du das selber machen möchtest und dir überlegst, was du dafür alles brauchst, beziehungsweise welche Fähigkeiten du brauchst, schau dir einmal unseren Online-Kurs Watercolor für Grafikdesigner an. Und da zeige ich dir wirklich von A bis Z, wie du die ganzen Elemente selber malst. Ja? Also wir nehmen wirklich Papier und Bleistift und Pinsel und malen uns Blätter und Lineart, Lineart nicht unbedingt, aber Blätter, ne? Wir lernen Aquarell malen, sodass du Hintergründe, Splashes, die Formen, all das selber machen kannst. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.